Die Dänen, sagt man, zählen zu den glücklichsten Menschen der Welt. Ein Gefühl von Freiheit, Ruhe und Ankommen erfüllt auch mein Herz jedes Mal, wenn ich in Dänemark bin. Hier war ich als Kind immer im Urlaub und hier bin auch ich glücklich. Ich bin Maike Tschorn und das wird eine meiner persönlichsten Reisen. Zusammen mit meiner Kollegin Tanja an der Kamera sind wir wieder unterwegs. Dieses Mal auf einem für mich ganz besonderen Campervan-Roadtrip. Es geht entlang der dänischen Westküste. Von der Insel Fanø bis ganz in den Norden nach Skagen. Und es warten einige Überraschungen auf uns. Schiffe, die ohne Hafen auskommen, Segelturns an Land und eine Wüste mitten in Dänemark. Und so ging's los. Anreisetag. Wie immer hat Tanja den ganzen Trip geplant und ich weiß nicht, was passieren wird. Deswegen habe ich meinen halben Hausstand dabei, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Hallo Dänemark! Ich freue mich. Endlich wieder zu Hause. Für mich fühlt es sich immer ein bisschen wie nach Hause kommen an, ehrlich gesagt. Ich war ja früher fast jedes Jahr im Urlaub hier. Aber noch nie auf der dänischen Insel Fanø, unserem ersten Ziel. Um dahin zu kommen, müssen wir die Fähre nehmen. Und hier ist der Check-in. Das ist der Klassiker wieder. Das ist so unangenehm, das passiert mir einfach auf jedem Trip. Aber diesmal war es wenigstens nicht mein Po, sondern mein Arm. Kleiner Tipp übrigens, man bucht die Fähre zwar zu einer bestimmten Uhrzeit, kann dann am Reisetag aber auch eine frühere oder spätere nehmen. Da sind die Dänen ganz entspannt. Und dann sind wir endlich da, auf der kleinen Insel mit dem riesigen Strand. Der Campingplatz hier hat etwas Besonderes, wie sich gleich herausstellen wird. Und? Wie schief bin ich? Egal, wir sind da. Ja. Tanja übernachtet übrigens nie bei mir im Camper. Sie hat sich diesmal ein Glampingzelt gebucht, macht also eine Art Glamour-Camping. Das sieht dann so aus. Und? Also ich bin ja gar kein Camper, aber wenn Zelten, dann so, würde ich sagen. Aber auch für mich gibt es dieses Mal ein bisschen Komfort. Der Campingplatz auf Fanø hat abschließbare private Badezimmer. Kosten 20 € pro Tag. Und ich muss endlich nichts mehr hin und her schleppen zwischen Camper und Klo. Das ist doch mal bequemes Campen, oder Tanja? Ich finde das richtig gut. Ich finde es auch super. Bis jetzt gefällt mir Tanjas Reiseplanung. Mal sehen, was mich morgen erwartet. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen. Meine Nacht war nicht so gut. Ich habe so semi-gut geschlafen. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt hoffentlich irgendwie rausgeht. Geht's raus? Wo fahren wir hin? Ich würde vorschlagen, wir fahren erstmal an den Strand. Immer eine gute Idee. Und dann schauen wir mal, wer uns da vielleicht so begegnet oder was wir da vielleicht so machen können. Begegnungen am Strand mögen wir. Los geht's. Kleines Powerfrühstück am Lenkrad und ab ans Wasser. In Dänemark darf man an vielen Stellen direkt auf den Strand fahren. Auch auf Fanø ist das erlaubt. Dieser Strand ist riesig und bietet auch viel Platz für Strandsportarten, fällt mir auf. Und ich ahne schon, dass auch mich so etwas in der Art erwartet. Tanja hat mir eine Schnupperstunde gebucht. Und schaffen wir sowas? Keine Ahnung, mal gucken. Ich hoffe, wir kippen nicht um und ich hoffe, wir rammen nichts. Fährst du mit? Du fährst, ich würde es drehen. Ja, und wie drehst du's? Weiß ich noch nicht. Na, das wird lustig. You are... What are you? Adrian. Adrian, hi. Hello. Ich bin hier der Trainer für die Strandsegler, die du hier siehst. So we are going Also to probieren do wir das hier aus? this. We're gonna do some Ja, wir machen Landsegeln. 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 Okay, Das awesome. habe ich noch nie gemacht. Sieht aber nach Spaß Looks aus. quite fun.
Adrian erklärt mir erstmal theoretisch, wie das Ganze läuft. Das Kart wird nur durch Wind bewegt und gesteuert, es gibt keinen Motor. Und was, wenn ich umkippe? Du hast einen Sicherheitsgurt und wenn du doch umfällst, nimm die Lenkstange in beide Hände. Dann liegst du zwar, aber ich komme dann und stell dich wieder auf. Okay. Das Ganze ist sehr sicher, keine Sorge. Okay. Bist du aufgeregt? Ja, mal schauen. Es ist so ein bisschen wie vor der ersten Surfstunde. Man denkt sich so, okay, wie war das mit dem Wind und wo steht jetzt hier das Hörnchen? Ah, egal, wird schon. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Tanja hat übrigens ihr Handy ans Lenkrad geklebt, um Nahaufnahmen zu machen. Für den Rest muss sie wohl laufen. Fasten your seatbelt. Adrian fährt am Anfang noch mit einem elektrischen Einrad-Skateboard hinter mir her. Vor allem die Kurven sind tricky. Das Kart wird ganz schön schnell. Aber umkippen will ich auf keinen Fall. Geschafft. Juhu! Das war mega cool. Es macht voll Spaß. Man muss sich ein bisschen eingrooven, aber dann habe ich mich auch getraut, schneller zu werden. Das ist echt sehr, sehr cool. Wie war ich? How was it? Du warst sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Good teacher. Guter Lehrer. Gute Schülerin, so wollen wir das. Tanja, jetzt du? No. Aber ich habe ungefähr 1000 Fragen an Adrian. Er kommt eigentlich aus Grönland, hat er mir erzählt. Doch der Beginn des Interviews verzögert sich, weil die Idee, das Ganze im Meer zu machen, vielleicht doch nicht die beste war. Mal sehen. Was liebst du am meisten am Landsegeln? Du machst das ja auch, oder? Ja, mache ich. Wegen der Freiheit, die dir das gibt. Kein Geräusch eines Motors und trotzdem so schnell fahren, das ist fantastisch. Okay, ich rutsche auch schon wieder hier. Was ist so besonders an dieser Insel für dich? Ich denke, das ist der Strand. 12 Kilometer Sand und so weiß. Und alles verändert sich ständig. Die Dünen zum Beispiel. In 2 Jahren wirst du hier nichts mehr wiedererkennen. War es der Traum deiner Familie, ein gemeinsames Unternehmen zu gründen? Oder was ist dein Traum? Wir ziehen immer umher und suchen nach Möglichkeiten. Nichts ist fix in unserem Leben. Meine Mutter hatte die Idee mit den Landseglern. Ich dachte mir, warum nicht? Und so haben wir die Karts gekauft. Und wenn du dir was anderes aussuchen könntest, gäbe es eine Alternative, um Geld zu verdienen? Oder wenn du genug Geld hättest, was würdest du dann gerne machen? Mein größter Traum wäre, wenn ich das Geld hätte, ein Schulschiff zu chartern. Ich würde nach Grönland schippern und alle Kids einpacken, die Lust hätten mitzukommen. Ich würde mit ihnen ein Jahr in die Karibik fahren und ihnen Kitesurfen beibringen. Denn es gibt viele soziale Probleme in Grönland. Ich würde gerne einen Unterschied machen. Wenn ich Geld hätte, das würde ich tun. Okay. Vielleicht machst du aber ja auch hier einen Unterschied. Für Menschen, die hier zu dir kommen und denen du was beibringst, das sie vorher nicht konnten. Das mache ich und das motiviert mich sehr. Es macht mich glücklich, wenn andere glücklich sind und wenn sie wiederkommen. Ich leiste aber auch zusätzlich noch Sozialarbeit. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Welche Art von Sozialarbeit ist das? Zuletzt während der Flüchtlingskrise. Ich war 2 Jahre auf der Insel Erö. Da waren viele Minderjährige ohne Eltern, Afghanen, Syrer.
Wow. Yeah, Afghanis, Syrians, and yeah. So when they closed that. Als sie das Zentrum geschlossen haben, war ich ein bisschen traurig. Aber ich versuche immer noch zu helfen, so viel wie ich kann. Nicht in einer Organisation, aber wenn Menschen meine Hilfe brauchen, dann bin ich für sie da. Wow, Adrian hat mich sehr beeindruckt. Ein Strandsportler mit einem ganz großen Herzen. Auf Fanø kann man übrigens noch viel mehr erleben als Strandsegeln. Auf jeden Fall lohnt sich ein Bummel durch das süße Dörfchen Sonnerhø. Und natürlich werden auch Wattwanderungen angeboten. Bei Ebbe kann man bis zu einer vorgelagerten Sandbank laufen und dort Seehunde und Robben angucken. Allerdings sind die doch ganz schön weit weg. Am nächsten Tag verlassen wir Fanø. Mit der Fähre geht es zurück zum Festland. Ab jetzt fahren wir die dänische Westküste entlang, immer Richtung Norden. Und wenn Tanja und ich lange im Auto sitzen, dann fällt uns immer irgendein Blödsinn ein. Am Ziel in Vilsende regnet es leider. Mi. Wo ist denn der Sommer hin? Es regnet, es ist grau und ich habe keinen guten Kaffee und mi. Machen wir jetzt wenigstens was Schönes? Tanja sagt, wir machen was draußen. Naja, dann muss ich mich wohl warm anziehen, was? Zum Glück habe ich ja im Camper immer alles dabei. Also von Sommerkleid zu Winteroutfit. Und jetzt kommen auch Gummistiefel. Ich glaube, besser ist das. Ich weiß ja nicht, was passiert, aber ich glaube, besser ist das. Gummistiefel ziehe ich immer nur für dich an, Tanja. Na dann mal los Richtung Strand. Na, wie finden wir das Wetter? Es wird abenteuerlich. Okay. Kriegen wir hin. Tanja verrät mir immer noch nicht, was wir heute vorhaben. Irgendetwas da vorne. So richtig gut laufen in Gummistiefeln kann man ja nicht, ne? Müssen wir da rein? Da steht Frank dran. Wollen wir zu Frank? Was machen wir denn hier? Jetzt sag doch mal. Was ist, wenn ich pipi muss? Und jetzt? Und jetzt kommt ein Mann mit einem Squad angefahren. Will der zu uns? Aha. Er kommt zu uns. Hey. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Hi, Maike. Du sprichst Deutsch. Ich bin der Daniel. Hallo, machen wir so. Daniel. Heute ist der Plan, dass du ein bisschen mit mir kommst zu meiner Arbeit und Strand reinigen. Alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Während wir loslegen, erzählt mir Daniel, dass er eigentlich aus Hamburg kommt, aber als Kind schon mit seiner Mutter nach Dänemark zog. Und jetzt lebst du hier in Vilsende? Vilsende. Vilsende. Genau. Ich bin vor 3 Jahren ungefähr mit meiner Familie hier rübergezogen. Wir haben die letzten 15 Jahre in Kopenhagen verbracht. Oh. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir surfen. Wo kann man das besser als in Kopenhagen, in der Großstadt? Vilsende. Und dann haben wir, also ich habe meinen Job gekündigt, meine Frau hat seinen Job gekündigt, mein Sohn aus der Schule gerissen, Wohnung verkauft, Haus in Vilsende gekauft. Und? Glücklich? Sehr. Ja. Come on. Also Ja, ich bin von Schiffsmakler mit Schlips und Kragen gegangen zu fast jeden Tag barfuß auf dem Strand sein. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Und jetzt reinigt er also Strände. Ob man davon leben kann? Das muss ich noch herausfinden. Aber erstmal bin ich schockiert, wie viel Plastik wir am Strand finden. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wo kommt das alles her? Das, was wir so typisch auch finden, sind hier Q-Tips. Warum liegen die auf dem einen Strand? Ja, gute Frage, ne? Da hat sich ein Typ die Ohren mit sauber gemacht, ins Klo gespült. Und dann nimmt das eine richtig lange Reise durch Klo, Kanalisation, Kläranlage, Fluss, ins Meer auf meinen Strand. Oh, krass, ja. Hier ist einer. Da ist auch noch irgendwas vor dir. Genau. Das wenigste also, was wir hier finden, wurde von Menschen am Strand fallen gelassen. Es kommt oft von weit her, manchmal von Schiffen. Und dann finden wir noch diese winzigen Plastikteilchen.
Das sind Pellets, das sind Teile von oder das ist eigentlich das Plastikrohmaterial, Plastik, bevor es ein Plastikprodukt wird. Und davon liegen also tonnenweise hier am Strand rum. Und bestimmt auch auf jeden Strand, wo du gehst, wirst du das Bild sehen, du wirst die finden. Und wie kommen die ins Meer? Ja, gute Frage. Ne? Da muss man die Plastikindustrie fragen. Aber ich denke mal, egal in welcher Kette von der Plastikproduktion man ist, hat man irgendwie Schwund oder ist nicht so aufmerksam auf das, was daneben fliegt, ne? Ja. Beim Transport. Und dann wird es weggewischt und dann kommt es irgendwie... Liebe Plastikindustrie, das ist nicht okay. Wirklich nicht. Um auf solche Probleme aufmerksam zu machen, hat Daniel Omhu gegründet. Das dänische Wort heißt so viel wie Pflege und Sorgfalt. Auf diese Weise haben er und seine Mitstreiter schon viele Tonnen Müll gesammelt. So, das wiegt jetzt auf jeden Fall schon einiges, würde ich sagen. Ich denke mal, was schätzt du? 2 Kilo habe ich, vielleicht 3. Nicht mehr. Nee, aber 5, 6 Kilo. Und davon haben wir jetzt den Strand schon mal befreit. Genau. Sehr gut. Fühlt sich gut an, finde ich. Genau. Auf jeden Fall Gutes eine gute Gefühl, Sache. ne? Ja. Überall hier am Strand stehen diese Kisten, wo gesammelter Müll von der örtlichen Müllentsorgung abgeholt wird. Daniel nimmt mich jetzt mit zu seinem Laden. Hier bekommt man Hoodies und natürlich Dinge aus Plastik. Die stellen sie hier selbst her. Aus Plastikmüll, genauer aus Fischkisten. Oder Teile von Fischkisten. Die sammeln wir halt. Und daraus machen wir neue Sachen. Und das geht so. Erstmal die Metallform einspannen. Das erwärmte weiche Plastik wird in die Form gedrückt, durch Drehen des Rades. Und dann die Form öffnen. Und fertig ist etwas ganz Neues aus dem alten Plastik. Daniel hat sich das mit YouTube-Videos selber beigebracht. Ein ziemlich weiter Weg vom Schiffsmakler zum Plastikmüllverwerter. War das schon in deinem Kopf, als du hierher gekommen bist? Oder kam das alles dann erst? Gar nicht. Also wir sind eigentlich hierher gezogen ohne Plan. Und dann saßen wir in Wedesander und ein paar Tage danach hat Katrine, mit der ich einen Laden habe hier, die hat so eine Strandreinigung arrangiert im Rahmen vom Waters. Waters ist ein riesen Wassersportfestival, der jetzt in ein paar Wochen vom Stapel läuft. Und da haben wir gesagt, ja gut, wir machen mal mit. Und da haben wir uns getroffen und geschnackt. Und Katrine hatte so irgendwie eine Idee über Plastik, Meer, wie kann man da irgendwie drauf aufmerksam machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und gehört. Ein Brainstorming. Und daraus ist Omhu entstanden. Witzig. Und womit verdienst du dein Geld? Hiermit? Noch nicht. Jetzt sind wir im 2. Jahr. Aber langsam sehen wir ja, dass das Konzept funktioniert langsam. Das heißt, das war jetzt nicht so dein... Ich sag mal, du warst nicht in Kopenhagen, hast gesagt, mein Traum ist, die Welt zu verbessern. Nee. Sondern das kam dann mit dem Leben hier, weil es hier irgendwie organisch sozusagen dazu passt und da reingehört. Genau, ja. Der Traum war eigentlich ja hier mehr Zeit für mich und für Surfen und für Familie. Ja. Und jetzt hast du beides verbunden. Und was ist jetzt dein Traum? Ich glaube, ich bin gerade da. Also ganz ehrlich, also mein Traum ist, dass Omhu noch mehr wächst. Dass wir vielleicht noch ein Omhu in, I don't know what, anderen Stadt aufmachen und mehr darauf aufmerksam machen können, dass wir auf unsere Natur und unser Meer aufpassen müssen. Würdest du sagen, so, das ist auch so deine Vision, sozusagen den Ozean zu schützen? Oder ja, so? ist es eigentlich. Ja. Ja. Immer wichtig ist, denke ich, dieses Positive vor Auge zu halten. Dass wir vermitteln möchten, dass, hey, du hast was Gutes getan, anstatt die Welt geht unter. Weil wir Plastikmüll überall haben. Haben wir zwar, aber wir können, wenn wir Leute motivieren können, ebenso 5 Stücke oder was auch immer man in der Natur wegnehmen kann oder von der Natur wegnehmen kann, dann haben wir es geschafft. Ein richtig tolles Projekt, wie ich finde. Inzwischen hat das Wetter gewechselt und mich zieht es aus der Stadt nochmal an den Strand, den ich jetzt mit ganz anderen Augen sehe. Aber mit Baden gehen wird es heute nichts, denn Tanja hat dann noch was für uns organisiert. Es geht diesen Leuchtturm hinauf. Oben erwartet mich Lars und erklärt mir, dass ich nicht wegen der Aussicht hier bin.
Ich soll mich von hier oben abseilen. 38 Meter in die Tiefe. Lars hat das natürlich schon oft getan. Was magst du am Abseilen? A good way to have some adrenaline. Das ist ein guter Weg, um ein bisschen Adrenalin auszuschütten. Du musst deinen Körper arbeiten lassen. Du kannst das nicht nur durch Denken lösen. Du musst dem Seil vertrauen. Du musst deinem Körper vertrauen. Du musst es also auch mit dem Körper machen. Ich denke, diese Erfahrung braucht man als moderner Mensch. Und das ist mein Geschäft, Menschen an ihre Grenzen zu bringen. Und Menschen über Zäune. Ich muss das nicht tun, aber ich will es. Jetzt erst recht. Lars erklärt mir alles haarklein und gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, während ich mich über den Zaun schwinge. Trotzdem, mein Herz pumpt ganz schön. Der erste Moment, wenn man sich ins Seil hängt, ist der schlimmste. Danach geht es eigentlich. Fast von ganz alleine. Und unten angekommen, will ich fast am liebsten gleich nochmal. Das war ziemlich cool, aber ich muss gestehen, ich habe mich sehr verkrampft, aber es hat voll Spaß gemacht und die Aussicht, sowas von schön. Und ich habe mich einfach gerade einen Leuchtturm abgeseilt. Ey, wer macht denn sowas? Aber man ist schon ein bisschen, also meine Knie sind so ein bisschen wackelig. Und ich dachte zwischendurch, als du runtergerannt bist, dachte ich so, okay, ich kann das nicht mehr halten. Aber man muss sich ja eigentlich gar nicht halten, aber ist cool. Lars freut sich oben mit und ich renne nochmal alle Treppen hoch, um noch die ein oder andere Frage zu stellen. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus Dänemark sich einen Job sucht, wo es um Höhen und Klettern geht. Das klingt vielleicht naiv, aber wie kam das? Warum ist das ein Teil deines Lebens? When does climbing why is it a part of your life? Let's start like that. I think first of all I'm adventurous. Zuerst mal bin ich ein abenteuerlicher Typ. Ich mag Abenteuer. Und schon in jungen Jahren mochte ich alles, das mit Natur und Outdoor zu tun hatte. Was ist so schön an Dänemark und dieser Region? Ich denke, das ist so eine schöne Sommernacht heute. Du fühlst den Wind und die Elemente von der Nordsee. Hier an der Küste ist der Mensch wirklich in seinen Elementen. You are real in the elements out here on the coast, and I think what many of us people have. Und ich denke, viele haben diese Verbindung zur Natur verloren. Und wenn du nur zu Hause bleibst, auf der Couch liegst, dann erreichst du nichts. In the couch, you can stay at home, but then you don't achieve something. Aber Dinge zu erreichen, ist die Voraussetzung dafür, sich am Leben zu fühlen und zu wachsen. Weise Worte, an die ich auf meiner weiteren Reise noch oft denken werde. Tanja und ich sind unterwegs nach Klittmøller. Auf dem Campingplatz habe ich einen richtig großen Stellplatz. Wie praktisch. Hier ist es relativ egal, wo ich hinfahre. Ich habe ein großes Reich für mich. Mein erster Gang auf jedem Campingplatz immer zu den Toiletten. Wenn die sauber sind, bin ich tiefenentspannt. Hier in Klittmøller sind sie tatsächlich nicht nur sauber, sondern auch ziemlich schön bunt. Die Region hier nennt man auch Cold Hawaii, also ein Paradies für Surfer, nur mit kaltem Wasser eben. Und irgendwie ahne ich schon, was Tanja hier geplant haben könnte. Erst recht, als sie mich in eine Surfschule lotst. Hi. Hello. I am Maike. Hello. Welcome. Hello. I'm Vahine.
Wahine, toller Name, noch nie gehört. Ja, Wahine bedeutet Frau. Mein voller Name ist Wahine Ura. Ich komme aus Tahiti ursprünglich. Ah, wow. Und jetzt bist du in Cold Hawaii in Dänemark. Von einem warmen Nest ins Kalte. Wie geht es dir? Etwas aufgeregt. Ich war lange nicht mehr auf einem Board. Ich habe mal einen Surfkurs in Jeffreys Bay in Südafrika gemacht. Das war aber 2017 oder so. Das ist gut, das ist wie Radfahren. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber natürlich probiere ich es. Erste Herausforderung, der Neoprenanzug. So, ich versuche jetzt da reinzukommen. Mal gucken, wie das klappt. Tada! Let's go! Von Wahine will ich aber erstmal wissen, wie sie zum Surfen gekommen ist. Ich bin praktisch im Meer aufgewachsen, auch in Tahiti. Mein Großvater ist Taucher, mein Onkel Meeresbiologe. Ich wäre fast im Meer geboren worden. Du hast Surfen aber auf Tahiti gelernt, oder? Nein! Wann hast du angefangen zu surfen? Ich habe angefangen, als ich 25 war. Es gibt Hoffnung für mich. Ich bin zwar ein paar Jahre älter als du damals, aber Hoffnung für mich. Die nächste Herausforderung, das schwere Board bis ans Wasser zu tragen. Es ist schon Abend in Klittmüller und wir werden bei Sonnenuntergang surfen. Ein Traum. Auch auf die Wellen hier ist Verlass. Dass die Wellen hier brechen, liegt am Riff. Wäre da eine Sandbank, würde sie sich immer bewegen, aber das Riff erfasst alles. Obwohl ich schon mal gesurft bin, erklärt mir Wahine noch mal ein paar Grundlagen. Vor allem, wie man aus dem Liegen ins Stehen kommt. Für Wahine ist das nicht nur irgendein Sport, das spüre ich. Es war das beste Geschenk überhaupt. Schwimmen und Tauchen ist das eine, aber Surfen ist wie Tanzen. Tanzen an Land ist schon toll, aber wenn noch die Bewegungen der Wellen dazukommen und gleichzeitig zu tanzen, das ist Nirvana. Du kannst nicht dem Paradies näher kommen als mit diesem Gefühl. Ich muss heute erstmal meine erste Welle abpassen. Aber so sehr ich das Meer liebe, ich habe auch Respekt. Ich sage immer, nicht denken. Je mehr man denkt, umso mehr Angst bekommt man. Und wenn du Angst hast, ist das okay. Du musst dir nur selbst sagen, okay, Maike, ich habe Angst, aber ich mache das. Dreh den Teller um und sag, ich habe zwar Angst, aber ich bin bereit. Und wenn dein Körper die Angst akzeptiert hat, dann bist du tatsächlich bereit. Und dann kommt sie, meine erste Welle für heute. Bei jedem Reinfallen heute Abend wünsche ich mir ein bisschen mehr doch im echten Hawaii zu sein. Aber Wahine meint, du wirst süchtig nach kaltem Wasser, mehr als bei warmem Wasser. Bei warmem Wasser fällst du rein, gehst raus, fällst du wieder rein. Aber kaltes Wasser lässt dich pumpen. Dein Blut pumpt, du fühlst dich wacher. Was soll ich sagen? Ich liebe es. Und noch mehr, als ich mich das erste Mal richtig lange auf dem Board halten kann. Für Wahine ist Surfen aber nicht ihre einzige Leidenschaft. Tatsächlich bin ich Yogalehrerin und Sexologin. Vor ein paar Jahren habe ich für meine Kunden, ich nenne sie Gäste, angefangen, Naturtherapie anzubieten. I started to make something called like nature therapy. So I'm mixing everything that ich vermische das mit dem, was ich liebe. Und am Ende ist es so etwas wie eine Bewegungstherapie. Anstatt also, dass meine Gäste oder Kunden auf Stühlen sitzen und sich dort vielleicht anschreien oder so, bringe ich sie lieber in Bewegung. Manche wählen Yoga, andere lieber das Tanzen und dann natürlich Meerestherapie.
Ich bringe sie in Neopren ans Meer und dann reden wir dort. Und wenn sie sich danach fühlen, reinzugehen, dann gehen wir ins Wasser. Manche gehen nicht rein, sie wollen das Meer nur fühlen. And if they feel like going out, we go out. Some people will not go out. They will just want to feel the sea. Hilfst du Paaren dabei, es wieder zu tun? Oder wie ist dein Job als Sexologin? Wenn Menschen hören, ich bin Sexologin, denken sie immer, es geht nur um Sex. Und natürlich geht es auch darum, aber eigentlich geht es mehr um Liebe. Denn wenn du keine Liebe hast oder zumindest Kommunikation, dann kannst du auch keine Beziehung haben. Natürlich kommen auch Männer zu mir, die sagen, Wahine, ich kann keine Erektion bekommen. Oder letzte Woche kam eine Frau zu mir, die seit 35 Jahren mit ihrem Mann verheiratet ist und noch nie einen Orgasmus hatte. Und ja, ich bin dann für sie da, um sie zu lehren, sinnlicher zu sein. Vor der Sexualität. Wenn du keine Sinnlichkeit hast, dann ist der Sex nur Bum-Bum. Und vielleicht kann ich einen kleinen Unterschied machen. Weil ich glaube, wenn du nur eine kleine Veränderung im Leben machst, dann kommt der Schmetterlingseffekt. Yes, and I believe in it. You know, some people say, manche Menschen sagen mir, du kannst die Welt nicht verändern. Aber wenn da ein Anfang ist, dann, boah, große Explosion. Was für eine Frau und was für ein Tag. Ich lieb's. Ich hatte eine ordentliche Nasenspülung, aber es war die beste Nasenspülung, die ich jemals hatte. Und ich würde am liebsten sofort wieder rein. Aber meine Arme können nicht mehr. Aber ich komme wieder. Definitiv Dänemark und Surfen. That's my spot. Und dann noch dieser Sonnenuntergang. Im Camper kann ich lange nicht schlafen gehen. Wie immer räume ich noch eine Weile hin und her, aber auch die Erlebnisse des Tages halten mich wach. Vielleicht habe auch ich eine neue Leidenschaft gefunden. Gute Nacht. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Wen ich heute wohl treffen werde? Wir parken in Torup Strand. Wieder ein Ort, an dem ich trotz zahlreicher Dänemark-Urlaube noch nie gewesen bin. Deshalb überraschen mich auch die vielen Schiffe, die hier auf dem Strand rumstehen. Dann läuft plötzlich wieder jemand schnurstracks auf mich zu. Tanja hat das natürlich eingefädelt. Hi Maike, welcome to Torup Strand. Hi, mange tak. Ich werde heute eine Führung für dich hier in Torup Strand machen. Ich werde dir ein bisschen was erzählen über die nachhaltige Fischerei hier. Und dafür bringt Anni mich erstmal auf diese kleine Düne hinauf. Der Blick und die Stimmung hier oben, geradezu magisch. So hier in Torup Strand. Hier in Torup Strand wird die Fischerei seit vielleicht 1000 Jahren schon betrieben. Und das hier ist ein natürlicher Hafen. Also wir haben keinen richtigen Hafen hier. Alle Boote werden so gebaut, dass sie ins Wasser rein und wieder rausgezogen werden können. Sie haben einen ganz flachen Boden. Man kann das genau sehen, wie sie stehen auf dem Strand. Ja, und jedes Mal, wenn sie rausfahren, werden sie rausgezogen. Okay. Damit ist Torup Strand Nordeuropas größter Küstenlandeplatz für Schiffe, erzählt mir Anni. Das Wichtigste, was man über diese nachhaltige Fischerei hier wissen muss, ist, dass sie viel weniger schädlich für den Meeresboden ist. Es gibt einige Verwirrung wegen des Begriffs Low Impact oder nachhaltige Fischerei. Manche nennen sie auch umweltschonende Fischerei und denken, es ginge um die Umwelt- oder CO2-Emissionen. Aber darum geht es nicht. Eher um das Erhalten der Natur, könnte man sagen. Manche nennen es auch Märchenfischerei und sagen, es sieht aus wie eine Postkarte, so hätte man früher gefischt. Das sei nicht die Zukunft.
Aber ich denke, es ist das genaue Gegenteil. Das könnte die Zukunft sein, in der du nicht dem Meeresboden schadest und wo du nur so viele Fische nimmst, dass auch welche übrig sind, damit das nächste Mal, wenn du rausfährst, auch noch welche da sind. Du bist also aus Torup Strand? Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, nicht direkt in Torup Strand. Aber ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und arbeite als Reiseführerin und dann habe ich aber auch noch einige andere Jobs. Ich mache da so alles Mögliche. Im Sommer sehr viel im Tourismus. Und im Winter? Im Winter in Torup Strand entspannen wir uns. Alle Menschen in Deutschland kennen das Wort Hygge, wenn sie von Dänemark sprechen. Ist es das, was ihr im Winter macht? Ja, ich denke schon. Ich denke, Hygge ist das, was wir hauptsächlich machen im Winter. Wenn es kalt und windig ist und regnet die ganze Zeit, dann gehen wir rein. Ich denke, die Dänen haben zwei Persönlichkeiten, eine Winter- und eine Sommerpersönlichkeit. So geht es zumindest mir und ich denke einigen anderen auch in diesem Teil Dänemarks. That's the way it is with me, and I think a lot of other people in this part of Denmark. Eben sprechen wir noch bei strahlendem Sonnenschein über Regen und Wind. Und plötzlich zieht tatsächlich ein Unwetter auf. Von jetzt auf gleich ändert sich alles. Wir sind ein bisschen nass jetzt. Hauptsache die Kamera ist trocken. Die ist trocken. Geschützt. Gehen wir was essen? Unbedingt. Jetzt erst recht. Leichter gesagt als getan. Bisschen nass halt. Hier im Fiskehus gibt es ganz frischen Fisch, nachhaltig gefangen von den Fischern aus Torup Strand. Lecker. Mange tak. Willkommen. Doch schon nach kurzer Zeit ist das schöne Wetter zurück und wir können unseren Kaffee draußen trinken. Mein Ziel ist es, ein Einkommen zu haben, aber so wenig wie möglich zu arbeiten. Das Leben in diesem wie in vielen anderen Teilen Dänemarks ist günstiger, also musst du nicht so viel arbeiten. Das ist auch ein Grund, warum ich es liebe, hier zu leben. Meinst du, du brauchst doch etwas Luxus in deinem Leben? Wenn du dir etwas aussuchen könntest, brauchst du das? Nicht wirklich. Weißt du, von meinem Wohnzimmer aus kann ich das Meer beobachten. Das ist wahrer Luxus für mich. Und das kann ich absolut verstehen bei dieser Aussicht. Das ist Løkken. Früher galt der Ort als Ballermann Dänemarks, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute geht es hier sehr ruhig und familiär zu. Tanja und ich bummeln erst gemütlich durch die City und wollen dann an den Strand runter. Auch hier gibt es offenbar eine Surfszene und ein Surfercafé. Am Strand typisch die weißen Strandhäuser. Es gibt lange Wartelisten für die, die eins kaufen wollen. Auch am Strand von Løkken finden wir wie so oft in den letzten Tagen Bunker am Strand. Die haben die Deutschen im letzten Weltkrieg hier gebaut. Der Kaffeedurst treibt mich zurück ins Surfercafé und ich fange entspannt ein Gespräch mit Nikolai an, dem Geschäftsführer. Nichts ahnt, dass genau hier noch eine von Tanjas Überraschungen auf mich wartet. Tatsächlich wusste ich, dass du kommst und habe eine Überraschung. Du machst Witze. Und ich habe mich schon gewundert, warum Tanja filmt, ohne dass du ein Mikrofon anhast. Wirklich? Du hast mich gekriegt. Okay. Wir haben die Möglichkeit, jetzt wo du deinen Kaffee mit Hafermilch hast, das hat Tanja bei mir so angefragt für dich, wir haben aber immer Hafermilch da. Schön, dich kennenzulernen übrigens. Ja, Tanja kannte ich ja schon, habe aber trotzdem auch nach ihrem Namen gefragt.
Er hat es aber auch so spannend gemacht. Ich meine, wir reden eine halbe Stunde. Ja. Und das ist die Überraschung. Beach Wellness. Am Strand von Löcken haben Nikolai und sein Team einen Hot Tub und 2 Saunen aufgebaut. Und ich darf das heute mal testen. Das warme Wasser entspannt die Muskeln und die Aussicht ist hervorragend. Ziemlich paradiesisch hier im Norden. Nebenan die Sauna. Perfekt durchdacht mit einem großen Panoramafenster. Nur Tanja quengelt ein bisschen. Du siehst ein bisschen unkomfortabel aus. Ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass es ein bisschen heiß ist hier drin. Also, bevor ich schmelze, ich gehe mal raus. Wir sehen uns später. Tschüss. Zum Abkühlen empfiehlt sich unbedingt die Nordsee. Oder wahlweise auch ein Kaltgetränk. Ja, doch, Löcken mögen wir. Am Tag danach sind wir auf dem Weg nach Skien, der nördlichsten Stadt Dänemarks. Unser Campingplatz liegt direkt am Strand, perfekt für unseren heutigen Plan, die Highlights der Region sehen. Zuerst den allernördlichsten Punkt, Gren, wo sich Nord- und Ostsee treffen. Der Weg führt am Strand entlang. Wem das im tiefen Sand zu anstrengend ist, der läuft am besten an der Wasserkante. Aber an manchen Stellen ist der Weg auch ziemlich steinig. Also ich würde ehrlich gesagt lieber barfuß laufen hier. Am Meer und in Schuhen ist es nicht so meins. Aber hier liegen so viele Steine, dass es auf jeden Fall ein Tipp ist, die Schuhe dabei zu haben. Spätestens ab dem Parkplatz am Leuchtturm läuft man nicht mehr alleine nach Norden. Täglich zieht sich ein Strom von Menschen den Strand entlang. Ganz oben angekommen, kann man dann endlich die Schuhe ausziehen für diesen besonderen Moment. Mit einem Bein in der Nord- und dem anderen in der Ostsee stehen. Ortswechsel. Wir fahren ins Stadtzentrum von Skien. Parkplätze für Besucher sind rar und teuer und die maximale Parkdauer hier beträgt 2 Stunden. Also gucken wir uns das alles im Schnelldurchlauf an. Uns zieht es sowieso wieder in die Natur. Unser nächstes Ziel, die versandete Kirche. Ein kurzer Spazierweg von nur 15 Minuten und wir sind da. Die Kirche ist offen und der Eintritt kostenlos. Also diese Treppe ist nichts für Trittunsichere, wie zum Beispiel mich. Gar nicht mal so. Und ein bisschen eng hier. Aber ich werde oben ankommen. Ehrlich gesagt, haben wir uns das Ganze noch spektakulärer vorgestellt. Dennoch. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht von hier oben. Es lohnt sich, die Treppe hochzugehen. Man fühlt sich ein bisschen wie Rapunzel im Turm. Ich müsste jetzt nur noch meine Haare wachsen lassen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ob wir das auch beim nächsten Ziel sagen werden? Das ist Dänemarks größte Wanderdüne, auch genannt die dänische Sahara. Ein bisschen fit muss man schon sein, um auf den höchsten Punkt zu kommen. Ich find's phänomenal. Ein kleines Stück Wüste mit Blick aufs Meer, auch das gibt's hier in Dänemark. Ich bin fast sprachlos, ich finde es so schön. Ich finde, es fühlt sich nach Freiheit an mit dem Wind und ich liebe Sand. Also von mir aus können wir auch hier ein Zelt aufschlagen. Und noch ein besonderer Ort, der Sonnenuntergangsplatz im alten Skien. Und ich freue mich hier noch auf mein unbedingtes Ritual jeder Dänemark-Reise. Soft Eis. Eis, Eis, Baby. Ding, 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 ding.
Den besten Platz für den schönsten Sonnenuntergang und das leckerste Softeis der Welt. Kann das Leben noch schöner sein? Ein Herz für den Norden Dänemarks. Es war ein voller Tag, ein langer Tag und ein schöner Tag. Und jetzt auch noch dieser Sonnenuntergang. Ich bin tiefenentspannt, ein bisschen müde, aber sehr glücklich. Und so endet dieser Roadtrip mit ganz viel Liebe für dieses Land im Norden. Wenn ich ehrlich bin, das hier ist ein Ort zum Bleiben. Hey, hey Dänemark, meine Herzensheimat. Wir sehen uns ganz bald wieder.